Richard Lugner. Das erwartet Melanie Griffith beim Besuch vom Opernball. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei uns zu Gast Richard Lugner, der spannendste Gast, muss man sagen, diese Woche. Es ist Ihre Woche, muss man sagen. Es ist die Opernballwoche. Die Opernballwoche, nicht genau. Meine. Genau, gleich einmal die Frage, wie laufen denn die Vorbereitungen für den Opernball? Ja, die Vorbereitungen laufen an und für sich gut. Es gibt eine Menge Probleme auch. Wir haben jetzt alles, wir wollen ja eine Menge Dinge noch drehen, die wir brauchen als Vorspann, was als vorher Geschichte. Das ist jetzt soweit auch im Griff. Es ist ein bisschen turbulent, aber wir bringen es alles hin. Okay, die Frau Griffith kommt am Dienstag, also morgen. Die kommen morgen. Wie sieht dann der Plan aus? Sie werden sie abholen, nehme ich an, vom Flughafen? Ja, das werde ich müssen. Und dann ist was geplant? Das wissen wir nicht. Am Flughafen werden wir dann mit ihr das besprechen, ob sie am Abend noch was unternehmen will, ob sie von mir eine Ruhe haben will. Sie ist mit 9 Stunden Zeitunterschied ist mit Jetlag geplagt. Also wir haben keinerlei Informationen, ob sie irgendwas machen will. Ich habe einen englischsprachigen Wienführer und kann ihr alles empfehlen, was möglich ist. Ja. Und am Mittwoch ist dann volles Programm? Mittwoch ist dann um 1 Uhr die Pressekonferenz in der Lugner City. Dort, das ist das Einzige, was wir bis jetzt so aus ihr herausgehört haben, wird sie ein Opernballkleid präsentieren. Sie wollte ja zuerst mit einem Designer kommen und der hätte sie sollen begleiten und den Designer hat es dann wieder abgesagt und hat jetzt den Herrn Rosier, das ist einer, der mit der Augustinus Bader Klinik ein Mitbegründer ist und der hat ursprünglich abgesagt, dann jetzt hat er wieder zugesagt. Habe ich, weil ich mir gedacht habe, soll wer sein, der sie behandelt. Jetzt habe ich den Augustinus Bader mit der Frau auch eingeladen und jetzt geht unser Loge über. Jetzt sind es bummvoll. Jetzt haben Sie ja ein bisschen Erfahrung mit komplizierten Opernball-Gästen auf der Skala. Wo würden Sie die Frau Griffith Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist sie einfach, ich kann es nicht sagen. Das ist die einzige, die bis jetzt gesagt hat, ein Friseur, ein Weltmeister ist in Hollywood kein Kriterium. Ich muss Bilder haben von Frisuren und so weiter, die er gemacht hat. Hat aber dann gesagt, Weltmeister will es nicht, das ist kein Kriterium. Dann haben wir ihr eine Make-up-Artistin vorgeschlagen, die hat sie dann nach 3 Tagen akzeptiert und der die Interviews macht in der Lugner City, den hat sie auch akzeptiert. Also grundsätzlich hat sie alles, was wir vorgeschlagen haben, akzeptiert. Nur bisher hat sich überhaupt niemand für das interessiert, bei allen 25 Vorgästen. Okay, also sie schaut ein bisschen genauer drauf als die anderen. Ja, sie schaut genau aus, aber wir wissen einfach gar nichts, was sie sonst noch alles will. War sie eigentlich Ihr Wunschgast? Ganz ehrlich, das ist so, uns werden verschiedene Leute vorgeschlagen. Nachdem ich die Hochglanz-Illustrierten weniger lese, ist meine Tochter die Hauptperson, die gemeinsam mit mir das aussucht. Wenn ich den Namen kenne, ist das schon gut. Ja, und Sie kannten sie zumindest? Ja, kannte ich, ja. Das ist mir schon ein Begriff. Inzwischen kann ich ihren ganzen Lebenslauf. Sie war 4-mal verheiratet. Das erste Mal und das 3. Mal mit Don Johnson. Ja. Und das ist die Dakota Johnson ist die Tochter, die in Shades of Grey mitspielt. Und ihre Mutter hat in Die Vögel mitgespielt und wurde dann nie wieder in einer Rolle eingesetzt, weil sie mit dem Produzenten oder irgendwem nicht ins Bett gegangen ist. Und das heißt aber, die Entscheidung in dem Fall hat die Jackie, ihre Tochter, getroffen? Die Jackie ist die Hauptentscheiderin. Also ich darf schon mitreden, aber die Jackie, mit der diskutiere ich das durch und nachher entscheide ich, sagen wir. Wie werden Sie denn den Opernballtag eigentlich verbringen? Na, schlimm wird es werden, ja. Schauen Sie, ich habe vor 11 Uhr für mich und für meine Begleitung einen Friseurtermin beim Herrn Weltmeister Hüllebrand, weil für mich ist der Hüllebrand allerweil noch ein Weltmeister. Für Sie ist er gut genug? Nein, er ist sehr gut, würde ich sagen. Und den Hüllebrand abzulehnen, ist ein Schwachsinn, würde ich sagen. Und dann, das wird, weiß ich, 2 Stunden oder was dauern und dann, vielleicht gehen wir dann Mittagessen oder was weiß ich nicht. Und dann müssen wir uns langsam für den Abend vorbereiten, um eben
sich anzuziehen, Frack anzuziehen. Inzwischen habe ich schon eine Übung, aber es ist etwas, wo man manchmal länger braucht. Und am Abend gibt es dann ein Dinner, wo wird das diesmal sein? Also wir haben um 18 Uhr ein Presseshooting im Abendkleid im Grauhotel in der Galerie. Die Galerie ist aber im Keller, aber das wissen alle, glaube ich. Und dann um 19 Uhr das Abendessen und dann Im Anna Grand Hotel wird es im Anna Grand Hotel im Restaurant Les Ciel. Und danach geht es dann... Und der Herr Mörwald hat ein tolles Menü zusammengestellt, das haben wir ja auch geschickt, hat sie auch nicht kommentiert, aber ich werde morgen noch einmal hingehen und eine Probe kosten, ob das Menü wirklich gut ist. Okay. Wer wird denn jetzt eigentlich Ihre Begleitung sein beim Es Opernball? wird eine sein, die ich vor Jahren in Spanien kennengelernt habe, die eine Deutsche ist und die in Amerika lebt. Aha, und die extra für den Opernball einfliegt. Nein, die ist zufällig in Deutschland. Die war am Samstag vor einer Woche am Filmball in München. Und sie wusste, dass ich immer am Filmball gehe und sie war zufällig auf Deutschland auf Urlaub. Und da ruft sie mich an und sagt, hallo, bist du am Filmball? Sag ich, ja. Sagt sie, du hast überhaupt nie gerührt. Sagt sie, ich habe das so oft geschrieben. Sag ich, ich habe nie was gekriegt. Und die Telefonnummer hat mir meine liebe Frau Katie gelöscht, damit ich keine Frauen anrufen kann. Und dann, wie sie mich angerufen hat, war plötzlich die Telefonnummer mit Name und Adresse wieder im Display. Also, Okay, Schicksal. Und das wie ist heißt ein die Schicksal oder Spionage. Wie heißt die Dame? Wie heißt die Dame? Das lassen wir dabei noch. Wollen Sie noch nicht verraten? Nein, Nur, dass sie Spanierin ist, die in morgen Amerika ist sie dann dabei, wenn wir sie am Flughafen abholen und dann geben wir das bekannt. Die ist ja auch noch nicht in Wien, müssen wir schauen, dass die auch zeitgerecht einfliegt. Ja. Und das wird Ihre offizielle Begleitung sein? Das wird meine offizielle Begleitung. Ich habe zuerst mehr Karten gehabt für mehr Begleitung, aber das geht sich nicht aus. Erstens will ich nicht so viele Damen in meiner Loge haben und zweitens sind wir leider heuer sowas von voll, dass es schlimm wird. Welche Damen kommen sonst noch vorbei? Wird Ihre Ex-Frau, die Mausi, auch dabei sein? Nein, die Mausi, also ich habe 3 Ehepaare, das ist der Augustinus Bader, der Worsek und der Festenburg, mein Zahnarzt. Den Worsek, glaube ich, braucht man nicht vorstellen. Dann kommt die Griffis mit ihrem Manager, dann kommt der Herr Rossier und dann haben wir eine Opernballprinzessin, der habe ich jetzt schon Ballkarten besorgt und tue mir am Frack ausleihen beteiligen, damit sie mit ihrem Freund tanzen geht, damit wir in der Loge ein bisschen Platz haben. Und dann bin ich mit Begleitung. Und das sind 12 Personen. Und Ihre Tochter wird nicht dabei sein? Es geht sie nicht aus. Ich würde sie gern dabei haben, aber es geht einfach nicht. Okay, das heißt, die Loge platzt aus allen Nähten. Nein, es geht nicht. Man kann da niemanden mehr noch hineinsetzen. Das ist dann... Die Gäste müssen sich auch wohlfühlen. Wissen Sie schon, wo Ihre Loge diesmal gelegen sein wird? Ja, das ist das berühmte Spiel immer. Alle Leute, ich habe jetzt erst wieder gelesen, ich glaube bei Ihnen in der Österreich, dass Leute kommen und die haben Logen im ersten Rang und im Parterre und den Lugner setzt man, obwohl er seit 26 Jahren stabil immer einen Gast bringt, setzt man wieder im zweiten Rang, links Loge 13. Also zweiter Rang, Sie sind sauer, dass Sie nicht Nein, im das ersten ist... sitzen. Ich wollte die Frau Großbauer voriges Jahr mal kennenlernen und habe gesagt, ob ich mit ihr essen gehen kann, hat sie gesagt, sie will mit mir keinen Kontakt haben. Was halten Sie denn von der Frau Großbauer bisher? Sie haben Ja, sie ich glaub, persönlich sie schon macht das kennengelernt? gut. Sie Oder? ist mit der, nein, ich kenne sie gar nicht. Ich kann nur sagen, was sie sagt, sie ist die Tochter eines Philharmonikers, ihr Mann ist ein Philharmoniker und sie schwärmt für die Oper. Und sie macht den Opernball irrsinnig gern und ich hoffe auch gut und damit war es. Was kostet Sie eigentlich der ganze Spaß, unter Anführungszeichen Spaß? Das weiß ich gar nicht. Das setzt sich aus so vielen Positionen zusammen und das rechne ich mir lieber nicht aus, weil sonst wäre bloß. Halbe Million oder mehr? Nein, so viel nicht. Nein, nicht. Aber ein sechsstelliger Betrag wird es schon sein, oder? Alles zusammen. Es kostet eine Menge Geld, aber auf gar keinen Fall eine halbe Million oder auch nicht 250.000, also auch nicht die Hälfte. Aber es macht Ihnen noch immer Spaß? Naja, irgendwann, glaube ich, werde ich Oder aufhören. wollen Sie in Opernball-Pension gehen? Ja, ich glaube schon. Irgendwann muss ich aufhören, weil
wenn man mir immer sagt, den Lugner setzen wir im zweiten Rang, warum soll man das ewig antun? Irgendwann werde ich es mir nicht Das heißt, Sie haben ein bisschen die Nase voll jetzt schon. Ja, weil es ist kein Ort. Ich meine, warum macht man das? Wenn Sie die Logenkarte anschauen jedes Jahr, da gibt's, ich bin der Einzige von denen, der einen prominenten Gast hat, den man in den zweiten Rang setzt. Alle anderen sitzen unten. Und warum man das macht, weiß ich nicht, weil die Frau Großbauer kennt mich nicht und ich habe noch nie was Schlechtes über sie gesagt und plötzlich will man mich nicht. Und das war auch bei der Treichel Stürk. Das erste Mal war ich noch unten und dann nimmer, während mit der Frau Gürtler, mit der Lotte Tobisch, habe ich immer eine Loge gehabt im Parterre und im ersten Rang. Und deswegen kann es durchaus sein, dass ich nächstes Jahr den Opernball allein besuche, dann sitze ich halt am zweiten Rang. Sie fühlen sich schlecht behandelt ein bisschen vom Opernball? Ich glaube, es sitzen alle Leute, die tolle Gäste haben und ich glaube, die Melanie Griffiths ist ein toller Gast. Die sitzen unten und ich bin auch immer früher unten gesessen und jetzt setzt man mich rauf und sagt, der Lugner, der soll da oben verhungern. Das ist nicht okay. Ja. Weil ich zahle die Loge für alles, ich zahle ja Länge mal Breite für den ganzen Spaß. Ja, wie viel und zahlst das du zahle die ich sogar, ne, was die Loge kostet halt. Die kostet 20.000 Euro. Ja, da gibt es keinen Rabatt als Stammkunde. Nein, nicht einmal das. Ich kann sie nicht einmal steuerlich geltend machen, weil Theaterbesuche und dazu zählt der Opernball sind steuerlich nicht absetzbar. Und man sagt, wenn ich mit einer Frau am Ball gehe, so ist das ein privates Vergnügen und hat mit der Werbung für die Lugner City nichts zu tun. Okay. Kommen wir noch ganz kurz. Sie haben gesagt, Sie haben eine neue Begleitung, mit der Sie zum Opernball gehen. Ja, aber Begleitung, mit der ich zum Opernball gehe, ob das eine neue an meiner Seite ist, das kann ich nicht sagen, weil ich sie doch zu wenig kenne. Okay. Was ist mit Ihren, sage ich einmal, den anderen Damen in Ihrem Umfeld? Na, schauen Sie, das eine ist aus der Serie Die Lugners, das sind die drei, mit denen war ich oft aus. Die nehmen es aber nicht mit. Nein, ich habe keinen Platz, Bambi und was. Ich habe keinen Platz dafür. Und ich kann auch nicht, wenn ich eine Dame als Ehrengast habe, einen Harem mitbringen. Das ist ja nicht zumutbar. Gut, das heißt, Sie lassen sich einmal überraschen, ob der geheimnisvolle Gast aus Spanien, ob da vielleicht ein bisschen mehr entsteht dann an dieser Opernball. Ja, das ist halt, sie bleibt nur bis Freitag in Wien und fliegt am Sonntag wieder zurück nach Amerika. Werden wir schauen, ob wir uns gegenseitig beschnuppern, weiterkommen. Ist ein Risiko natürlich. Ja. Ihre Ex-Frau, die Katie, wird auch zum Opernball kommen. Ja, ich habe gelesen, die wird für Sie Interviews machen. Ja, ja. Hat sie sich schon bei Ihnen gemeldet? Sie hat sich bei mir nicht gemeldet, aber sie kennt die Vorgangsweise in meiner Loge. Da gibt es ATV, macht eine Stunde Sendung am Freitag und andere Fernsehen kommen eigentlich nicht hinein, das weiß sie aber. Das heißt, sie darf auch, wenn sie privat kommt, darf sie nicht rein? Oder wenn sie privat kommt, darf sie rein? Wir haben 12 Leute in der Loge sitzen, wir haben einfach keinen Platz. Ja. Würden Sie vielleicht einen Walzer mit ihr tanzen? Oder? Na, mit der Käthe sicher nicht, nein. Sicher nicht. Okay. Ich muss mich um meine Logengäste kümmern und kann nicht irgendwem, der plötzlich auftaucht. Aber die Käthe kennt genau das, wie das Ganze ist, beziehungsweise sie weiß, sie hat es ja einmal, sie wollte mit einem anderen weggehen, weil ihr das zu fad ist, am Opernball in der Loge zu sitzen. Also so glaube ich nicht, dass sie jetzt unbedingt zu mir kommen will, wenn ihr das zu fad war. Okay. Gut, also Herr Lugner, sehr, sehr spannend. Sie haben eine neue Begleitung. Das Geheimnis haben wir zumindest eine Begleitung, aber ob das eine neue Freundin ist, bitte lassen wir dahingestellt. Genau, aber eine neue Begleitung für den Opernball, das ist schon einmal spannend. Eine Begleitung für den Opernball habe ich. Ja, und die Melanie Griffith, werden wir sehen, wie kompliziert sie ist. Sie glauben, Sie haben sie im Griff. Das kann man einfach nicht sagen, weil wenn man mit wem noch nie gesprochen hat, ob das jetzt einfach wird oder nicht. Sie legt darauf Wert, dass sie gut rüberkommt, immer wie sie will, nach dem Abendessen und vor dem Abfahren zum Opernball, will sie auch noch den Friseur und den Make-up-Artistin bei ihr im Zimmer haben. Also sie legt Wert darauf, dass sie gut erscheint, weil sie hat, soweit ich mal erfahren habe, hat sie zu viel Liftings gemacht und das hat sich dann wieder zurückliften lassen. Ich kann nur sagen, was in der Zeitung steht, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und
Und da jetzt ist sie beim Herrn Augustinus Bader, der das mit Blutentnahme und Injizieren von einem gewissen Dings und mit Cremen die Hautstraffung hinbringt. Und das ist, glaube ich, das, was weniger gefährlich ist. Herr Lugner, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. War wie immer sehr unterhaltsam und vor allem sehr spannend. Ich wünsche Ihnen eine spannende Opernballwoche, aber hoffentlich nicht so anstrengende. Ja, das wird, damit es nicht die letzte Opernball wird, wie Sie ja gesagt haben, dass Sie nicht zurücktreten, dass Sie nicht in Pension gehen. Muss man sagen, wenn man 26 Jahre für einen Opernball immer was tut und dann einfach sagt, was der Lugner soll irgendwo sitzen, ist wurscht. Vielleicht würde man mich noch auf eine Bühnenloge setzen oder sonst was. Oder überhaupt auf einen Tisch irgendwo in einem Saal. Und ich meine, man zahlt vorher den gleichen Betrag wie die in den beiden unteren Rängen sitzen. Und das wird irgendwann dann geheimnisvoll entschieden, wo ich sitze. Und ich glaube, das ist auch, dass man den Gast, den ich habe, es geht ja nicht um mich, dass man den ein bisschen anständig behandeln sollte, weil der wird fragen, warum sitzen wir da oben, weil alle anderen unten sitzen. Herr Lugner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Richard Lugner hat ein bisschen die Nase voll, muss man sagen, vom Opernball, zumindest von den Veranstaltern. Ja. Wir hoffen, dass es ihm am Donnerstag trotzdem gefällt und danach auch wieder viel Freude macht. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück und zwar mit einem spannenden Talk.